grüße dich, schön, dass du da bist. Heute gibt es wunderbar zarte Marzipanplätzchen mit einem weichen Kern und einem herrlich lieblichen Geschmack. Perfekt mit einem Zuckerguss oder auch einer Schokoglasur, ganz so wie du es selber haben möchtest. Und wie auch du da vorgehen kannst, das zeige ich dir jetzt. Du brauchst dafür auch gar nicht viele Zutaten und richtest dir deinen Arbeitsplatz ein. Dann gibst du in deine Schüssel 500 Gramm Weizenmehl. Genauso wie 75 bis 100 Gramm Zucker, je nachdem wie süß du es möchtest. Und natürlich eine kleine Prise Salz darf auch nicht fehlen, denn zu allem Süßen gehört etwas Herbes. Vermenge dann die trockenen Zutaten miteinander und mach dir eine Kuhle. Dort kommen dann 2 Eier hinein. Der Namensgeber darf auch nicht fehlen, deswegen kommt die großzügige Menge von 250 Gramm Marzipan oder auch Persipan-Rohmasse hinein. Schneide diese in kleine Stücke, da tust du dir gleich beim Verkneten etwas leichter. Dann gibt es noch 250 Gramm zimmerwarme Butter und den Abschluss der Zutaten macht 2 kleine Teelöffel Backpulver. Und nun ist ein wenig Handarbeit gefragt und arbeite dir mit deinen Händen einen glatten Teig. Am leichtesten tust du dir, wenn du von außen nach innen arbeitest und die trockenen mit den feuchten Zutaten verbindest. Nun benötigst du noch ein Stück Frischhaltefolie. Dort schlägst du den Teig ein und lässt ihn für eine gute Stunde im Kühlschrank ruhen. Danach ist der Teig auch schön durchgezogen, kann von der Folie befreit werden. Und dann knete ihn weich. Das sollte auch in wenigen Minuten erledigt sein. Das kannst du ja bei mir sehr deutlich sehen. Nehme dann den Teig einfach auf, bemehle die Arbeitsfläche und gebe den Teig da drauf. Bemehle ihn ein wenig und dann wird er ausgerollt auf ungefähr 5 mm. Und dann kannst du dir bereits dein Backblech mit Backpapier richten und heize den Backofen auf 175 Grad vor. Und dann steche dir deine Plätzchen in einem Förmchen deiner Wahl aus. Ich habe mich diesmal für viele verschiedene entschieden, wie Sterne, Herzchen, Monde und sogar kleine Elchköpfe. Leg die Plätzchen mit ein wenig Abstand aufs Backblech und dann darf auch jedes für ungefähr 8 Minuten ausgebacken werden. Wundert dich nicht, sie werden noch etwas weich sein, wenn sie aus dem Backofen kommen, aber das ist völlig normal und richtig so. Wenn dann nach 3,5 Backblechen endlich das letzte Blech mit den Plätzchen fertig ist, dürfen sie erst einmal auskühlen. Und wenn dem die Luft dann so schön geschwängert ist vom Plätzchenduft, schmelze 100 Gramm Kuvertüre. Ich habe gemischt zwischen Zartbitter und Vollmilch. Damit die Schokolade dann auch einen schönen Glanz hat, gebe noch einen halben Teelöffel Kokosöl hinein und verrühre das glatt miteinander. Wenn die Kuvertüre dann soweit geschmolzen ist, richte dir deine Spritztülle und gebe die Schokolade hinein. Nun verschließe den Beutel entweder indem du ihn zuknotest oder einen Clip oben drauf machst. Jetzt wird das kleine Schwänzel abgeschnitten und die Schokolade einfach wild auf die Plätzchen gegeben. Aber das kannst du natürlich machen, wie du selber möchtest. Für den Zuckerüberguss brauchst du 150 Gramm Puderzucker, den du in eine Schüssel siebst. Dort gebe dann den Saft von einer frischen Zitrone hinein. Lieber gerne schlückchenweise, nicht dass er zu dünn wird. Sollte er dir zu dünn geworden sein, gib einfach noch ein bisschen Puderzucker rein. Dann benötigst du wieder eine saubere Spritztülle. Und gibst dort, wie soll es anders sein, den Zuckerguss hinein. Das Beutelchen verschließt du nun wieder, indem du entweder einen Knoten reinmachst oder eben einen Clips nimmst.
Dann gibt es das gleiche Spiel wie bei der Kuvertüre, indem du den Schwänzel abschneidest und dann gibst du den Zuckerguss in einem Muster deiner Wahl auf die Plätzchen. Die Plätzchen sind nach ungefähr 30 bis 45 Minuten verzehrfertig. Interessanterweise haben sie auch in dieser Zeit schon einen nicht so ganz natürlichen Schwund erlitten. Den schuldigen konnte ich jedoch nicht ausfindig machen. So sehen sie nun also aus und sind richtig herrlich weich in der Mitte geworden. Super lecker auf jeden Fall. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Nachbacken. Lasst es euch gut gehen. Bis demnächst. Pfiat's euch. Oh, Mais an die Gurt.